Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr habt es ja vielleicht schon in der Vergangenheit mitbekommen, heute ist ein guter Tag, wir haben Mitte Dezember, draußen ist es arg windig. Ich habe momentan noch ein bisschen Zeit, es ist früh am Morgen und von daher habe ich gedacht, ich mache mal schnell ein paar Videos, bereite sie zumindest dahingehend vor, dass ich die Videoaufnahmen mache. Den Rest mit Detailaufnahmen und Co., das mache ich dann irgendwann später. Deswegen die kommenden Videos jetzt, das sind 4 Stück schon abgedreht über Pfeifen, jetzt kommt noch was mit Zubehör. Die werde ich dann so im Laufe der nächsten Monate bzw. innerhalb der nächsten 1-2 Jahre hochladen. Hat keine Eile, läuft ja nicht davon. Ja, ihr habt es ja bereits im Intro gesehen, es geht um Pfeifenraucherzubehör. Und da möchte ich euch gerne etwas vorstellen, was ich schon seit vielen Jahren benutze. Und zwar geht es konkret hierum. Ja, ihr habt richtig gesehen, auch das gibt oder gab es, also ich habe es ja damals gekriegt, es gab es auf jeden Fall. Hier, ein Schlüssel. Und zwar handelt es sich um einen Pfauenschlüssel. Sieht aus wie ein Schlüssel für ein Türschloss zum Öffnen, allerdings öffnet man hiermit keine Schlösser. Hier, das habt ihr bei der Detailaufnahme gesehen, ist ganz klar zu erkennen, Pfauen, Dr. Perl und die berühmten gekreuzten Pfeifen. Und warum der Schlüssel Schlüssel heißt, naja, muss man nicht sonderlich clever sein. Was ist dieser Schlüssel? Dieser Schlüssel ist, wie ich ja eben schon gesagt habe, ein Werkzeug, ein Tool. Wobei, wenn ich ihn so halte, sieht es hier auch gerade so ein bisschen schweinisch aus. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Gut, ich hatte mir vor vielen Jahren überlegt, wie bekommst du die Brennkammer der Pfeife einheitlich vom Cake befreit oder zumindest wie kannst du den Cake reduzieren. Damals, ich rede von vielen Jahren, von über 20 Jahren, war mir der Pipe Reamer, der Senior Pipe Reamer zu teuer. Muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich nicht die Lust drauf, das Geld dafür auszugeben. Geld für Pfeifen habe ich lieber in Pfeifen selbst oder halt eben in Tabak investiert. Dann bin ich auf das hier gestoßen, auf den Pfeifenschlüssel. Ich halte mal lieber so, das kommt dann nicht ganz so fallig daher. Auf den Pfeifenschlüssel. Er sagt, okay, Pfeifenschlüssel gesehen, Pfeifenschlüssel geholt. Und was macht der gute Pfeifenschlüssel? Er reinigt, ach, warte mal, wir haben einen Pfauenschlüssel. Nehmen wir eine Pfauenpfeife. Der reinigt die Pfeife. Man nimmt den Schlüssel, setzt in die Pfeife rein und dann dreht man vorsichtig am Schlüssel. Und wenn ihr euch dann fragt, ja, wieso kann das denn mit so einem Schlüssel funktionieren? Dann ist das relativ einfach zu beantworten. Schaut euch mal den Schlüssel genau an. Hier könnt ihr es im Video relativ gut sehen. Hier. Der Schlüssel hat 2 scharfe Messer. Eins hier und eins auf der Gegenseite. Hier seht ihr die Klinge. Wenn ihr den Schlüssel nun in die Pfeife einbringt und dann entsprechend dreht, dann kratzen die Kanten der Klinge am Cake entlang. Und da der Schlüssel konisch zuläuft, sobald er unten Kontakt mit dem Boden hat, geht es nicht weiter.
und dann dreht ihr den kompletten Kopf aus und könnt ihn vom Cake befreien. Klingt nach keiner allzu großen Zauberei. Ich habe jetzt hier mal einen Kopf mit einer etwas weiteren Bohrung. Upsa. Da hört man ja kaum noch was, aber auch hier kann man drehen. Und wenn man mal einen Pfeifenkopf haben sollte, der ein bisschen weiter von der Bohrung ist, dass der Schlüssel nicht mehr reinpasst, da muss man halt ein bisschen tricky sein. Das heißt, da muss man halt den Schlüssel ein bisschen schräger setzen und dann kratzen. Das funktioniert also auch. Ich habe ja Pfeifen, die haben Bohrungen, die kleinsten von, ich schätze mal 18 mm von den regulären Pfeifen. Die größte dürfte bei 23, 24 mm liegen. Und wenn ich die dann entsprechend hier mit auskratze, nie Probleme. Muss man einfach den Winkel ein bisschen korrigieren, gut ist. Ich weiß nicht mehr, wie viel mich der Schlüssel einst gekostet hat. Das ist, wie gesagt, über 20 Jahre her. Ich habe mir den Beleg auch nicht aufgehoben. Wozu auch? Teuer war er jedenfalls nicht, denn sonst hätte ich mir ja den Senior Pipe Reamer geholt. Von daher, wenn ihr irgendwo den Pfauenschlüssel entdecken könnt, gebt einfach mal einen Suchbegriff Pfauenschlüssel oder Pfauen Dr. Perl, Pfeifenschlüssel oder Räumschlüssel. Versucht mal so ein paar Suchbegriffe, dann dürftet ihr diesen hier früher oder später auch entdecken. Und für mich ist er selbst heute noch erste Wahl. Ich habe nach wie vor keinen Pipe Reamer. Ich komme mit dem hier zurecht, wunderbar zurecht. Er tut, was er soll. Man schabt damit vorsichtig, wirklich vorsichtig den Cake ab, gleichmäßig ab. Und was so manch einer hier mit seinem Tschechen macht, dann den Löffel anschleifen oder am besten gleich mit einem scharfen Messer rangehen, ja, das könnt ihr mit eurem Pfeifen machen, aber sowas empfehle ich grundsätzlich nicht weiter. Bei Pfeifen, gerade wenn man die höherwertigen hat, die wollen mit Liebe behandelt werden. Und da schabt man vorsichtig den Cake, aber man kratzt ihn nicht mit Gewalt raus oder bricht ihn raus. Das schadet der Pfeife und da hat keiner was von. Von daher Pfauen Dr. Perl Pfeifenschlüssel. Für mich die erste und auch einzige Wahl, wenn es um Räumen von Pfeifenköpfen geht, um den Cake zu reduzieren. Und praktischerweise gibt es hierzu halt eine kleine Kunststoffflasche in Kunstlederoptik. Da ist dann der Schlüssel mit seinen beiden Klingen hier neben gut drin aufbewahrt. Und auch ja, auch das sind Messer, aber das sind eben keine, mit denen man es rauskratzt mit Gewalt oder raussticht oder rausschneidet, sondern dadurch, dass es ja Doppelklingen sind und man Kontakt hat, kann man nicht mit Druck oder Gewalt arbeiten und schon gar nicht so arbeiten, sondern man geht wirklich rein und man dreht. Und dann schleifen die Klingen halt vorsichtig am Cake entlang und schaben den Staub nach und nach runter. Das dauert ein paar Umdrehungen, wenn man keinen Widerstand mehr hat. Pfeife ausklopfen, dann sieht man das Ergebnis. Tada, fertig ist die Geschichte. Das ist alles keine große Hexerei und mit dem Schlüssel 0, nix erledigt. Und daher war es das auch schon von mir soweit für heute. Die Vorstellung des Pfauen Dr. Perl Pfeifenschlüssels inklusive Etui. Spielchen das gleiche wie immer, hier unten Kommentare. Was haltet ihr hiervon? Wer von euch hat vielleicht selbst den Pfauen Dr. Perl Pfeifenschlüssel? Wer nutzt ihn selbst oder wer hat ihn vielleicht mal benutzt und benutzt jetzt was anderes? Generell halt, wer kennt den Pfauen Dr. Perl Pfeifenschlüssel? Oder wie findet ihr das Video? Wie findet ihr den Schlüssel generell? Seid ihr auch der Meinung, ja, das lohnt sich? Oder ist vielleicht einer von euch doch dabei, der sagt, was soll der Schrott? Ich nehme ein Taschenmesser und gut ist. Wie gesagt, könnt ihr ja gern machen. Ich sage, empfehlen, gerade Neuling wird es halt eben nicht, aus bewussten Gründen. Aber in gewohnter Weise lasst uns halt einfach darüber ein bisschen austauschen. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Tja, mehr ist nicht dazu zu sagen. Von daher wünsche ich euch in gewohnter Weise einen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein Happy Puffing. Bleibt gesund, bleibt meinem Kanal treu, denn hier werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen zu irgendeinem Review. Tabak, Pfeife, Zubehör, man wird sehen. Bis demnächst dann. Ciao.